Moin zusammen und herzlich willkommen zurück. Heute wahrscheinlich mit besonders vielen Gamern in den Kommentaren, beziehungsweise auch auf diesem Video, denn wir wollen uns heute Riots neues Anti-Cheat-System angucken, das sich Vanguard schimpft. Vanguard wird wahrscheinlich bald eingesetzt für Valorant, noch ist es nicht ganz dabei, weil Beta und so. Und wahrscheinlich auch bald für LoL und für alle Spiele, die sie in Zukunft noch rausbringen wollen. Und das große, aufregende Thema ist, das Ding läuft im Kernel Space. Was das genau bedeutet, das erfahrt ihr in diesem Video. Zunächst einmal wollen wir wie üblich erstmal ganz kurz uns den Stand angucken von diesem komischen neuen Anti-Cheat-System. Das sieht nämlich so aus. Und zwar, erstmal Riot hat hier versucht, ein bisschen Linux zu sprechen. Dabei läuft eigentlich das Ganze nicht mal unter Linux. Aber hey, das Projekt heißt trotzdem DevNull und ist ein Anti-Cheat-Kernel-Driver. Und ja, der läuft, wie schon gesagt, nicht mehr im User-Mode, sondern im Kernel-Mode, wobei League of Legends und zum Beispiel auch Valorant laufen im User-Mode. Das heißt, man hat da natürlich nur eingeschränkt Rechte, man darf natürlich Sachen anzeigen lassen, aber man darf zum Beispiel keine Systemtreiber löschen oder andere gefährliche Operationen durchführen, wie man das im Kernel Space dann machen darf. Vanguard hingegen, anders als jetzt League of Legends oder die Spiele selbst, läuft im Kernel Mode. Das heißt, Vanguard hätte theoretisch die Möglichkeit, eure Maustreiber zu deinstallieren, eure Headset-Treiber zu deinstallieren, komplett euer System zu zerstören, wenn es das möchte. Das ist natürlich nicht der Sinn von diesem Kernel-Driver, aber das ist der Grund, warum normalerweise Software nur im User-Mode läuft und ja, theoretisch auch dort bleiben soll. Denn der Kernel-Space oder der Kernel-Mode ist eigentlich dem System vorbehalten. Also wirklich, Microsoft Windows macht das für euch. Ja? Da werden wirklich sensible Sachen gemacht. Wollen wir ein bisschen mehr ins Detail reingucken? Zunächst mal, wie macht man das eigentlich? Und ja, es gibt mehrere Ebenen von Privilegien, wenn wir uns das mal genau angucken. Und zwar ist das System normalerweise in verschiedene Ringe aufgeteilt. Es gibt eben Ring 3, das ist der User-Mode oder der Application-Mode. Dort hat man die wenigsten Privilegien, sprich man darf zum Beispiel keine Systemtreiber deinstallieren oder wirklich systemrelevante Aufgaben wie Installation oder sowas durchführen. Also auch nicht irgendwie an gefährlichen Prozessen rumschrauben. Dann gibt es die Treiber. Also zum Beispiel eben LoL und Valorant laufen auf Ring 3 natürlich. Dann gibt es die Device-Drivers, die hier unterteilt sind in Ring 2 und Ring 1. Das ist ein bisschen missverständlich hier. Die Grafik ist tatsächlich von Riot selbst erstellt worden, beziehungsweise zumindest veröffentlicht worden. Aber die ist ein bisschen missverständlich. Ich habe mich jetzt trotzdem für diese Grafik hier entschieden, allerdings ein paar Anmerkungen gemacht. Und zwar auf Ring 2 läuft sowas wie Plug and Play oder die Druckerwarteschlange. Das ist quasi Systemdienste heißen die Dinger offiziell. Das sind Dinge, die auf die Hardware zum Beispiel zugreifen dürfen und dort dann Dinge tun dürfen. Also zum Beispiel eben neue Dokumente in die Warteschlange geben. Aber eben noch nicht die Treiber selbst, die laufen dann nämlich erst in Device Drivers, also auf Ring 1. Die laufen nochmal eine Schiene darunter. Macht ja auch Sinn, die Druckerwarteschlange muss ja immerhin auf den Drucker drauf zugreifen. Ja? Und deswegen läuft der Drucker halt nochmal eins weiter drüber, weil der noch ein paar mehr Berechtigungen braucht. Der muss nämlich auf die USB-Anschlüsse oder mit was auch immer ihr euren Drucker angeschlossen habt, auch zugreifen direkt. Und zu guter Letzt der Ring 0, der hat die meisten oder quasi alle Privilegien. Da läuft Windows und da läuft zum Beispiel auch der Virenschutz normalerweise drin. Und da kommen wir auch schon zum großen Problem. Der Virenschutz ist deswegen ein Einfallstor für Viren häufigerweise und deswegen empfehle ich auch normalerweise niemanden, einen Virenschutz zu nehmen, weil der Virenschutz im Kernel-Mode meistens läuft. Und wenn dort eine Schwachstelle drin ist, dann hat man wirklich Probleme. Aber dazu kommen wir gleich. Zunächst einmal wollen wir uns die Vorteile angucken. Und ja, die Vorteile von Anti-Cheat sind relativ groß. Also für ein Anti-Cheat-System natürlich. Zumindest wenn man da sich das mal anguckt. Also zunächst einmal, jedes Kernel-Module wird eigentlich gestartet, bevor jeder normale Cheat gestartet wird. Das heißt, wirklich eure Systemmodule, die starten sich natürlich mit Windows mit. Ja? Ihr könnt euch das so vorstellen wie euer Antivirensystem. Das startet sich normalerweise zusammen mit Windows. Das heißt, bevor auch nur die erste normale Applikation gestartet wird. Wenn jetzt ihr irgendwie Discord oder irgendein anderes Programm im Autostart drin habt, dann ist das nicht da drin. Das ist nochmal bevor euer Desktop angezeigt wird. Also quasi eine Schiene davor. Da, wo Windows die Updates reinpackt beim Hochfahren,
das ist der Punkt, wo dann auch das Anti-Cheat-System von Riot gestartet wird. Und dass da natürlich die normalen Cheats noch nicht gestartet sind, das dürfte man eigentlich schon fast verstehen. Das bedeutet allerdings auch natürlich, es läuft die ganze Zeit im Hintergrund, aber zu den Nachteilen kommen wir gleich. Dann führt es natürlich dazu, dass die meisten Cheats erstmal unterbunden werden können, weil natürlich die wenigsten Cheats im Kernel-Space laufen. Die laufen normalerweise alle im User-Space und Riot bekommt so die Information von Windows, was da eigentlich gerade alles auf den Riot-Prozess zugreift. Also zum Beispiel auf League of Legends oder auf Valorant. Das bedeutet, Riot bekommt da die Information, hey, Prozess cheat.exe greift auf League of Legends.exe zu. Und dadurch weiß natürlich Riot, okay, da ist ein dritter Service, der greift auf das Spiel drauf zu und der darf das eigentlich nicht, also wird der Spieler blockiert, weil er ist ein Cheater. Ein dreckiger, lausiger Cheater. Ja, so kann man das sagen. Und das ist natürlich auch für Riot super geil zu maintainen, weil wenn man das System einmal hat, das ist ein riesiges, aufwendiges System zu bauen erstmal, dieses Vanguard-System. Und dann läuft das erstmal. Das heißt, man kann da auch ohne Probleme sagen, yo, ich registriere da eben noch zum Beispiel Valorant und dann registriere ich da League of Legends und dann registriere ich da noch 50 andere Spiele. Das ist überhaupt kein Thema. Und ja, Riot selbst sagt, wenn der Cheat im Kernel Space läuft, ist er sehr limitiert. Das ist allerdings eine komische Aussage, weil im Endeffekt läuft ja Riots System selbst im Kernel Space. Das heißt, es macht eigentlich genau dasselbe. Die Aussage stimmt also nicht so ganz. Die 3 oben drüber sind aber durchaus akzeptable Vorteile für ein Anti-Cheat-System, würde ich mal so behaupten. So, der Nachteil für ehrliche User besteht natürlich jetzt aber trotzdem. Ich habe da schon ein paar Punkte genannt, die man da vielleicht mit einem kleinen Geschmäckle so konsumieren würde. Und zwar, das ist auch der Grund, warum es jetzt einen riesigen Shitstorm gab und warum das quasi in jeder Szene, die was mit Gaming zu tun hat, aufgegriffen wurde. Und viele haben sich jetzt auch schon deswegen dazu entschieden, das Ganze wieder zu deinstallieren. Warum das aber nur bedingt sinnvoll ist, dazu komme ich gleich. Das heißt, zunächst einmal, wie schon gesagt, der Prozess wird mit Windows zusammen gestartet. Das heißt, bevor irgendwas anderes gestartet wird, zusammen mit dem Antivirensystem, bevor euer Desktop gestartet wird, wirklich als eins der ersten Programme. Quasi, wenn Windows fertig ist mit Patchen, dann startet sich Vanguard. Und das ist wirklich früh. Dementsprechend läuft das natürlich auch immer im Hintergrund und ihr könnt es nicht abschalten. Ihr könnt tatsächlich Vanguard separat von Valorant und Co. deinstallieren. Wenn ihr normal Valorant deinstalliert, dann wird das nicht mit deinstalliert. Ihr müsst das separat deinstallieren. Und ja, das hat bei manchen Usern auch schon zu Problemen geführt, habe ich zumindest mitbekommen. Wie aktuell das ist, weiß ich allerdings nicht, weil Vanguard war bis vor kurzem noch nicht veröffentlicht, zumindest nicht richtig veröffentlicht. Und ja, was natürlich aber auch dazu führt, dass wenn ihr Vanguard deinstalliert und Valorant spielen wollt, dann müsst ihr erstmal Vanguard wieder runterladen und neu installieren, weil Valorant startet sich einfach nicht, wenn es Vanguard nicht findet. Okay, dann gibt es noch ein weiteres großes Problem und das ist das allergrößte Problem, warum eigentlich die technisch versierten Leute sich so ein kleines bisschen die Köpfe zusammenraufen und denken, what the heck? Und zwar, wenn es eine Schwachstelle da drin gibt, dann hat der Angreifer, also nehmen wir mal an, ihr zockt jetzt League of Legends oder ihr zockt Valorant und ihr habt dieses Vanguard-System und jetzt habt ihr irgendwoher, zum Beispiel aus einem E-Mail-Anhang oder sowas, eine Fake-E-Mail von Fake Riot Games bekommen, klickt da drauf und dann startet sich das und das infiziert dann Vanguard, weil es dort drin eine Schwachstelle geben könnte. Ja, das ist hypothetisch. Es kann sein, dass es gar keine Schwachstelle gibt oder dass es sehr, sehr schwer ist, eine zu finden. Aber nehmen wir mal an, es gibt eine Schwachstelle und Riot hat die noch nicht gefixt. Und ihr öffnet diesen Virus, den ihr durch welche Quelle auch immer bekommen habt. Dann hat der Angreifer direkt Adminrechte auf eurem PC. Das heißt, er kann mit eurem PC alles machen und ihr habt gar keine Rechte mehr. Ihr müsst faktisch wirklich Windows mehr oder weniger neu installieren, um das Ding wieder loszuwerden, weil es ja fast dieselben Rechte hat wie Windows selbst. Und das ist auch immer das Problem, warum man eben normalerweise keine Antivirenprogramme mehr benutzen möchte, zumindest wenn man ein bisschen Ahnung hat, was man da gerade öffnet, weil eben dieses riesige Einfallstor, und es gab tatsächlich in der Vergangenheit Fälle, wo das eingetreten ist, ziemlich katastrophal ist. Sony hatte das auch mal und es gab mehrere Probleme bei Virenschutzprogrammen, die das auch hatten. Und jetzt kommt Riot mit einem neuen Programm daher. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich die Kapazitäten haben und die Fachkräfte haben, um das wirklich perfekt zu testen, weil wenn was im Kernel Space läuft, dann muss das perfekt getestet sein.
Aber Riot hat sich wirklich Mühe gegeben und wir wollen uns mal ganz kurz angucken, was Riot schon alles gemacht hat. Und zwar, sie haben insgesamt $2 Millionen in Bug-Bounties gesteckt. Und es gibt immer noch ein Bug-Bounty-Programm. Das heißt, jeder darf das Vanguard-System Penetration testen. Jeder darf da suchen, ob er es vielleicht reverse-engineeren kann, ob er da irgendwas reinstecken kann an Schadware oder irgendwie Schadware da reinfügen kann über dieses System. Und dann bekommt er wirklich ordentlich Asche, wenn er da was Sinnvolles findet. Natürlich, wenn man was Sinnvolles findet, könnte man das, wie ich gerade ausgeführt habe, auch ausnutzen. Aber ihr könnt dann von Riot auch einfach das Geld bekommen und die sagen dann, yo, wir fixen den Bug. Und hier hast du dein Geld, halt bloß die Schnauze, dass du was gefunden hast. So nach dem Motto. Und das ist schon ziemlich cool. Das machen auch große Firmen wie Google, das machen eigentlich alle großen. Google, Microsoft, Facebook hat sowas. Ja, also die Großen machen das alle so. Denn wenn man was findet und den Bug einfach direkt bei dem Hersteller reporten kann, kann der schneller gefixt werden und niemand anders kann das System dann ausnutzen. Eigentlich eine sehr, sehr schöne Lösung. Dann gibt es auch natürlich von Riot selbst Verweise auf BattleEye und so weiter und so fort. Das sind Anti-Cheat-Systeme von anderen Herstellern und die machen das im Endeffekt auch schon, nur hat sich da nicht wirklich jemand drüber aufgeregt. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, dass die Dinger mittlerweile im Kernel Space laufen. Ich habe das irgendwie verschlafen. Aber ich benutze auch ehrlich gesagt mein Windows nicht so häufig, deswegen, ja, sei das mal dahingestellt. Gut, und ja, das letzte ist ein Punkt, wo ich sagen muss, Riot kann sich auch manchmal ganz schön komisch äußern. Das ist jetzt nicht wirklich beruhigend, also das ist tatsächlich ein Post von ihrer Website. Beziehungsweise steht da drin, ist natürlich wie alle Quellen direkt in der Beschreibung verlinkt. Und ja, da sagen sie im Endeffekt, das wird nicht zum Ausspionieren genutzt. Wenn sie das machen wollen würden, also euch quasi ausspionieren und rausfinden, welche Pornos ihr gerade guckt oder was euch da gerade am liebsten ist, dann hätten sie das mit den jetzigen Programmen auch schon machen können. Da haben sie natürlich recht, aber beruhigend ist es nicht unbedingt. Also vielleicht sollte man da nochmal drüber nachdenken, wie man Sachen formuliert. Ja, aber sie haben natürlich recht damit. Alles in allem muss ich sagen, Riot hat es eigentlich bislang recht souverän gemacht. Ob man eine Schwachstelle findet, kann man nicht sagen. Es ist durchaus möglich und auch schon wirklich Antivirenhersteller, die sich quasi auf Schadware spezialisieren, die sich wirklich mit Viren und IT-Security auskennen, haben schon Mist gebaut und dadurch sind wirklich mehrere tausend PCs infiziert worden mit Viren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Riot das zutraue, dass sie einen wirklich sehr, sehr sicheren Virenschutz da, auch da haben und das auch wirklich so anbieten können. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, welche Angriffsvektoren sind wirklich spezialisiert auf Vanguard. Das gibt es bislang wahrscheinlich noch nicht, wobei das durchaus natürlich auch kommen könnte. Wie gesagt, zum Beispiel Phishing-Mails, die genau auf LoL-Spieler abzielen oder auf Valorant-Spieler. Das kann alles durchaus drin sein. Im Endeffekt muss jeder für sich entscheiden, was er da tun möchte. Ich wollte euch nur mal aufklären, dass das der Fall ist und dass das eben auch zu einem kleinen Shitstorm geführt hat, aber dass es wahrscheinlich trotzdem weiterentwickelt wird und definitiv nicht ohne, also Valorant wird nicht ohne Anti-Cheater-Schutz kommen. Das ist einfach quasi sicher, weil, ja, sonst hat man ein riesiges Problem und das, möchte keiner mehr spielen, wenn es da einfach voll ist mit Cheatern. Gut, das war's von meiner Seite mal wieder. Sagt mir Bescheid, wie es euch gefallen hat. Lasst mir alles da, Like, Abo, Kommentar und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.